Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder was Einfaches, wie bei Tati hier ist, und zwar ein Fingerfood-Rezept, die Toast Dogs. Dafür brauchen wir gar nicht so viele Zutaten, und zwar wichtig sind die Scheiben Toast. Ich habe hier 5 Stück, genauso viele Stücke Wurst, 5 Stück, dann Gouda-Scheibe, Eier, Salz, Paprika edelsüß, Paprika scharf und hier habe ich noch Chili- und Knoblauchmischung, Pulver. Und was wir noch brauchen ist Sprühöl. Um keine Zeit zu verlieren, legen wir sofort los. Es werden erstmal die Ränder von dem Toast entfernt und nachher brauche ich auch meinen Zerkleinerer hier. So, habe ich schon hier bereit und Messer brauche ich noch. Ich entferne jetzt die Ränder. Man braucht ein scharfes Messer, sodass die Scheiben nicht kaputt gehen. Okay. Man kann das Rezept auch als Resteverwertung sehen, weil wenn die Toasts nicht mehr so frisch sind oder man weiß nicht, was mache ich jetzt mit dem Toast, dann ist dann das perfekte Rezept. So, jetzt haben wir das geschnitten alles und die Ränder kommen in meinen Zerkleinerer. So, die Ränder habe ich jetzt in den Zerkleinerer reingemacht. Daraus wird Panade gemacht. Und ich brauche noch die Gewürzmischung. Das werde ich jetzt als nächstes machen. Und dafür mische ich die Gewürze. Da habe ich hier Salz schon mal in ein Schälchen. Dann nehme ich hier meine Chili-Knoblauch-Pulver-Mischung. Gebe ich rein. Dann hier rosenscharf Paprika. Und die süße Paprika-Mischung. So gut vermengen. Natürlich bei der Gewürzmischung kann jeder für sich entscheiden, was noch da reinmachen möchte. Ich finde, oder für meinen Geschmack ist das richtig aromatisch und intensiv und reicht eigentlich. So sieht die Mischung aus. Ja, und die kommt natürlich hier über die Ränder rein. Mein Deckelchen. Und dann wird Panade gemacht. So. Und los. Da gucke ich einmal rein, ob die Komposition mir gefällt. Ja. Das sieht so aus, aber das kommt sowieso auf einen Teller jetzt und dann kann man auch ein bisschen besser sehen. Oh, wunderbare Panade, gut gewürzt und nachher brauche ich auch keine Gewürze mehr. Nun werden alle Toastscheiben mit dem Nudelholz platt gedrückt. So sieht jetzt aus und so mache ich auch mit weiteren Scheiben. Jetzt habe ich die Scheiben platt gedrückt. Als nächstes schneide ich mir dann den Gouda-Käse in passende Streifen und die sollten ungefähr so
breit sein wie die Wurst. Brauche ich 5 Stück. Nun werden die Toast Dogs gerollt, zusammen mit dem Käse und mit der Wurst. Und dafür brauche ich auch ein bisschen Wasser. Ich habe mir in ein Schälchen ein bisschen Wasser. Nachher muss am Rand ein bisschen feucht gemacht werden, sonst klebt das nicht so gut. So, und dann kommt hier Käse, Wurst und da rollen wir schön ein. So, jetzt mache ich ein bisschen nass. Auch auf die andere Seite. Das erste Stück ist fertig und so rolle ich auch die weiteren Stücke. So sehen die Toast Dogs aus, aber wir sind noch lange nicht fertig. Bevor wir hier weitermachen, werde ich erstmal meinen Backofen auf 180 Grad Umluft anmachen. Natürlich kann man die Toast Dogs in Fritteuse machen. Mir persönlich ist es zu fettig, deswegen mache ich die auf dem Rost in den Backofen, Umluft. Und dann das Wichtigste ist überhaupt dann diese Ölspray, was man dann Nebel, was man über die Toast Dogs dann sprüht. Und die werden richtig, richtig knusprig und lecker. Ja, da machen wir jetzt aber weiter und dann zeige ich euch nachher. So, was ich jetzt brauche, wird dann die Eiermischung, ja. Da werden die Eier geschlagen. Dafür brauche ich ein bisschen Platz hier. Immer, wenn ich etwas paniere, gebe ich zu den Eiern auch ein bisschen Sprudelwasser. Nicht zu viel, es darf nicht zu flüssig werden. Nun werden wir die Hot Dogs im Ei wälzen, nachher in eine Panade. Auch mit der Hand ein bisschen nachhelfen. Und dann kommt das schöne Stück auf dem Rost. Ich lege die Hot Dogs auf dem Rost, dass die nicht matschig werden, sodass die Flüssigkeit abtropfen kann auf dem Blech. Und dann haben wir ein super Ergebnis. Nur noch ein letzter Schritt, aber einen entscheidenden. Und wir brauchen unbedingt Sprühöl. Ich habe hier Raps- und Sonnenblumenöl. Dann werde ich jetzt schön sprühen und gleichmäßig verteilen. Dann fangen wir hier mal an. So, dann drehen wir nochmal. Dann gebe ich das Blech in den Backofen für etwa 17 Minuten rein. Jetzt ist die Zeit und ich nehme die Leckereien raus. Ich will nicht, dass die zu braun werden. Wow! Du meine Güte, sieht das lecker aus. Und knusprig. Et voilà! So sehen die aus. Und jetzt wird einmal getestet.
Ja, unglaublich knusprig. Hört ihr das? Kritz, kritz, kritz. Das wird probiert. So, ich kann mich nicht entscheiden. Welches Stück nehmen wir als erstes? In der Mitte. Ich fange in der Mitte an. Wow. Hört ihr das? Ah, da. Knuspriger geht es nicht mehr, glaube ich. Oh Mann, oh Mann. Unglaublich. Ihr Lieben, das ist sowas von lecker. Ich kann euch nur empfehlen. Es geht schnell und die Zutaten, glaube ich, hat jeder in der Küche. Ja, ich würde mich sehr freuen, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.